Hi, welcome to my channel. My name is Diana and today I'm going to do a makeup tutorial in all German but with English subtitles. I have been born and raised in Germany. I speak fluent German. I've never before filmed a YouTube video in German and I kind of feel like it's going to thrust me out of my comfort zone. Okay, I'm just going to stop speaking English in 3, 2, 1. Hallo, willkommen zu meinem Channel. Bevor ich anfange, möchte ich erstmal sagen, also wenn ich ein bisschen hängen bleibe während diesem Tutorial, möchte ich mich erstmal schon mal im Voraus entschuldigen, weil ich muss immer ein bisschen langsamer sprechen und erstmal nachdenken, was ich überhaupt sage. Deshalb höre ich mich ein bisschen langsam an vielleicht, während ich das hier filme. Um ganz ehrlich zu sein, für mich ist das gerade so komisch, Deutsch in die Kamera zu sprechen. Meine Güte. Für heute habe ich mir gedacht, dass ich meine Huda Palette nehme für die Augen, denn ich möchte ein bisschen an der natürlichen Seite bleiben. Bevor ich anfange, tue ich mein Glossier Stretch Concealer nehmen. Der ist momentan mein Lieblingsconcealer. Ich packe es einfach auf den Finger und dann tue ich hier so ein bisschen drauf tupfen. Ist das das Wort? Tupfen? Tupfen. Das Wort also habe ich lange schon nicht mehr gesagt. Tupfen. Bevor ich dieses Video jetzt angefangen habe zu drehen, hätte ich ein bisschen recherchieren sollen, ob Glossier überhaupt ein Ding in Deutschland ist. Ich bin ziemlich sicher, dass es ist. Es ist jetzt nicht nur Amerika-exclusive. Oder vielleicht ist es, ich weiß es nicht. Wenn mir irgendjemand in der Comment-Section sagen könnte, ob ihr in Deutschland Glossier kennt und ob es auch bekannt ist, bitte lasst mich das mal wissen. Das interessiert mich wirklich, wirklich sehr. Danke. Vielen Dank im Voraus. Danke dir. Stretch Concealer ist auf den Augen. Als nächstes, ich wollte gerade sagen, als nächstes werde ich mein Fenty Powder nehmen und das auch mit einer fluffigen Augenbürste, mit einem fluffigen Augenpinsel, mit dem hier. Ich nehme auf dem fluffigen dem da hier und tupfe das einfach überall aufs Auge. Dann puste ich den Rest weg und dann tue ich ein bisschen so swishy-swashy machen. Tolles Wort, ne? Swishy-swashy. Von der Huda Palette werde ich die Farbe Secret nehmen und da ploppe ich einfach, ja, also ich lege schon fett auf. Da habe ich keine Angst davor. Um ganz ehrlich zu sein, ich tue diese Palette wirklich nicht sehr oft benutzen, denn ich denke immer, oh, ich bin kein Pink oder rosa Mädchen oder so sanfte Farben. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht, das ist schon eine ganz tolle Farbe hier. Die ist gar nicht so girly, so mädchenhaft. Sorry, das war Englisch. Als nächstes nehme ich das Lila hier. Warum, weiß ich nicht. Ich bin auch kein lila Mädchen. Ich trage fast nie lila. Aber da das ja neu für mich ist hier, ne, das deutsche Sprechen mit dem Make-up-Tutorial und ja, warum nicht neue Sachen ausprobieren, ne? Ob es gut aussehen wird, weiß ich nicht, aber naja, habe niemals behauptet, dass ich ein Professional Make-up-Artist bin, gell? Habe ich niemals gesagt. Mal gucken, was die Farbe so macht hier. Ich bleibe ein bisschen unter der Farbe, die ich gerade drauf gemacht habe, aber hoch genug, damit ich es layern kann. Tu ein bisschen mehr auf den Pinsel drauf. Meine Güte, ich finde die Farbe eigentlich doch schön. Das muss ich schon sagen, gell? Dann nehme ich den ersten Pinsel, den ich gerade benutzt habe. Dann tue ich einfach hier rüber gehen, damit es schön sich alles vermischt. Für die nächste Farbe werde ich den gleichen Pinsel, mit dem ich das Lila genommen habe, benutzen und in die Farbe Raw gehen. Ich hätte vielleicht nicht so viel auf die Bürste packen sollen, denn diese Farbe schaut ein bisschen dunkel aus. Also ich gucke dann mal so runter. Ich packe es auch da drauf, wo ich das Dunkelste haben möchte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das ein dunkles Braun ist, denn in der Palette sieht das, also für mich sieht das schon braun aus, ne? Das da hier, also für mich, naja, hat einen lila Ton drin, aber für mich ist das irgendwie mehr braun, um ganz ehrlich zu sagen. Und auf dem Auge sieht's, ja,
lila aus. Macht aber nichts, zu spät. Hier sind wir und wir machen das auch jetzt hier, ne? Wird dann halt einfach so ein Everyday lila Mauve-toned Make-up-Look, gell? Ein kleiner Trick, den ich habe. Ich möchte das ein bisschen sanfter hier machen. Ich nehme einfach meine allererste Bürste, tue ein bisschen Puder drauf, ein bisschen pusten und dann kann man das ein bisschen, ja, dass es halt nicht so krass aussieht, ne? Nur so ein bisschen, die Kanten so ein bisschen, wie man im Fränkischen sagen würde. Nur so ein bisschen, gell? Dann nehme ich die alte Bürste, die ich gerade hatte, und mache das gleiche nochmal. Da die Hoola Palette wirklich keine tiefen Brauntöne hat, werde ich jetzt kurz ein bisschen das Braun aus der Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills nehmen. Und ich werde die Cypress Umber Farbe benutzen. Denn, ja, ein tolles Braun, das sieht man auch, ne? Also ich benutze das schon eigentlich öfter. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, das ist die einzigste Palette, die ich überhaupt benutze tagtäglich. Also alles, was man haben will, kann man aus der hier machen. Habe diese nicht benutzt, weil ich habe gestern ein Video gefilmt und habe die benutzt. Deshalb wollte ich nicht wieder, ne, reindippen. Egal, ich werde dieses Braun nehmen und dann in meine Crease einfach so ein bisschen rein tupfen. Ich meine, es ist ja regelrecht das, was ich mache. Ich tupfe das ja. Deshalb ist das schon angemessen. Und ich versuche einfach in diesem kleinen, groben Dreieck zu bleiben. Und so ein bisschen in die Mitte schleifen. Habe ich gerade nicht gezeigt, aber ich habe gerade den Pinsel wieder in die Farbe getunkt, damit einfach die Farbe ein bisschen intensiver wird. Und ja, ein bisschen Bauarbeiten hier. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Die Stelle hier in meinem Auge ist komplett meine Problemzone. Denn jünger wird man nicht, ich werde immer älter und hier habe ich so einen richtig fetten, trockenen, ja, Trockenfleck, der für immer da bleiben wird und niemals weggeht. Nee, der Fleck, der zeigt mir den Mittelfinger und sagt, nö, 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 du bist älter, deine Haut wird immer trockener. So ist okay, dann nehme ich den ersten Pinsel und dann tue ich so ein bisschen sänften, nur so ein bisschen, ganz bisschen. Okay, die Augen sind okay, ich lasse das jetzt so, ich wollte ja gar nicht so viel auf den Augen machen, ne? Jetzt hocke ich hier und overblende. Naja, als nächstes gehe ich wieder rüber zur Huda und nehme die Farbe Play und dafür werde ich meinen Finger benutzen und einfach so hier vorne so rein ploppen und fürs Beste hoffen. Also mit dem extra großen Finger geht das gar nicht jetzt, also nehme ich doch eine kleine, schmale, flache Bürste, um die Farbe Play auf mein Auge zu tun. Und die tue ich wirklich nur so bis ein bisschen über die Hälfte. Also aus allen Farben muss ich gerade mal sagen, dass die hier wirklich, wirklich schön ist. Also ich denke mir gerade so, warum benutze ich die nicht mehr oft? Die ist hier wirklich schön, ne? Also die Augen sind fast fertig, aber bevor ich hier weitermachen tue, werde ich mein Glossier Concealer nehmen und ja, concealen. Was heißt concealen in Deutsch? Concealer. Ah, ich nehme doch einen Pinsel, weil mit dem Finger kann ich das nicht so precise machen, also benutze ich beides. Als nächstes nehme ich meinen Real Techniques Beauty Schwamm und dann springe ich einfach rum auf meinem Gesicht, ne? Tupf rum, nicht springe rum. Nehme schön tupfen und tupfen und tupfen und tupfen und tupfen. Denn ich weiß, das sieht ein bisschen too much aus, aber wir werden daran arbeiten. Also ich bin froh, dass ich es ein bisschen habe retten können, denn ich hatte ein bisschen zu viel aufs Gesicht geknallt. Aber hey, Make-up ist fun. Ich packe ein bisschen das Kinn an den Seiten von meinem Mund, denn ich habe so Hängeschlabberdinger. Hat mein Vater mir gegeben. Dann tue ich ein bisschen hier tupfen, damit
es sich alles, wie heißt das Wort, dass alles übereinstimmt. Bisschen erhellern hier oben. Ich bin nicht unbedingt ein Superfan, wenn es ein bisschen zu hell da oben ist, aber ohne sieht auch ein bisschen affig aus. Bevor ich Lidschatten unter meine Augen auftragen tue, nehme ich ein bisschen Puder in einer sauberen Bürste und tue das direkt unters Auge packen, hier so, damit ich die Farben zusammenmischen kann. Da aus 2 Gründen. Ich werde kein Puder unters Auge tun heute, weil ich will, dass meine Haut ein bisschen glänzend tut und nicht so matt unterm Auge ist. Und weil dieser Concealer, um ganz ehrlich zu sein, braucht kein Puder. Es tut nicht creasen, also kann er so Produktfältchen abgeben. Deshalb ist dieser Concealer komplett toll. Ich tue trotzdem Puder unters Auge, damit ich die Farben, also die Lidschattenfarben mischen kann. Nur so ein bisschen, so hier. Weil der Concealer ein bisschen feucht ist, ne? Als nächstes werde ich eine kleine Bürste nehmen und mit der dunkelsten Farbe als erstes anfangen. Und das wäre Cypress Umber from the Soft Glam Palette. Ich werde quasi mit der dunkelsten anfangen und dann mit der hellsten aufhören. Und ich werde versuchen, das so gut wie möglich zu verbinden. Mit einem neuen sauren Pinsel werde ich into Secret gehen. Und dann als nächstes mit dem gleichen Pinsel gehe ich into Play, meiner Lieblingsfarbe aus dieser Palette hier. Das ist ein sauberer Sigma Blending Brush Pinsel. Und ich gehe ein bisschen hier rein und tue das ein bisschen mehr blenden, denn ich finde, dass ich ja hier das nicht so gut toll gemacht habe. Als nächstes sind die Wimpern dran und die werde ich ganz schnell off-camera auftragen und ja, bin gleich wieder da. Die Wimpern sind aufgetragen und ich nehme jetzt mein Fenty Full Frontal Mascara und ja, tue die Wimpern tuschen. Also Mascara macht schon einen riesen Unterschied. Guck dir das mal an. Für meine Kontur und mein Bronzer werde ich von Fenty Beauty die Cheeks Out Contour Bronzer Cream Ding da hier. Oh mein Gott, ich kann das jetzt auch. Zum Auftragen werde ich meinen Pinsel nehmen. Und ja. Einfach so machen. Zack. Einfach hier auftragen. Ein bisschen unter der Nase. Ich weiß, ich meine ganz ehrlich, hier habe ich ein bisschen zu viel aufgetragen, aber hier ist das komplett okay. Deshalb ist das einer meiner Lieblingsprodukte, denn es ist so toll und leicht und cremig zum Ausblenden. Diese Bürste ist meine Konturbürste von Real Techniques und die benutze ich seit so vielen Jahren. Ich tupfe es einfach drauf, wo ich das Produkt gerne haben wollen würde. Und es ist so cremig und so blendbar, das ist wirklich toll. Siehst du? Before, after. Ich hoffe, ich kann das hier retten, denn das hier ist ein bisschen zu dunkel. Und nochmal zur Demonstration. Einfach nur tupfen. Das ist alles, was ich mache. Und dann tue ich ein bisschen so hier. Nur so ein bisschen. Und dann tue ich das unter der Nase ausblenden und was auch immer übrig geblieben ist, tue ich ganz leicht auf die Nase, nur so ein bisschen. Für Blush werde ich den Fenty Cheeks Out Blush benutzen. Normalerweise benutze ich diese Bürste für meinen Blush, aber da die nicht sauber ist, werde ich einfach meinen Finger benutzen. Mit den Fenty Blushes geht das ganz toll. Okay. Das erste Mal, dass ich so einen lila Ton Blush auftragen tue. Habe ich noch nie benutzt. Ist aber eigentlich schön, guck mal. Und hier, um das ein bisschen zu vermischen, tue ich einfach meinen Beauty Sponge nehmen und direkt, wo Concealer und Blush sich treffen, tue ich einfach ein bisschen drauf springen an der Stelle. Damit das ein bisschen in die Haut sich besser einmischen tut. Meine Güte, mein Deutsch hört sich so kaputt manchmal an, ne? Das gibt es nicht.
nehme ein bisschen mehr Blush und dann werde ich es auf meiner Hand ein bisschen abtupfen, damit es nicht so viel ist. Und tu ein bisschen auf die Stirn, nur so ein bisschen, nur ganz kleines bisschen. Ich mag einfach mein Blush ein bisschen an anderen Stellen an meinem Gesicht zu haben, damit es alles ein bisschen sich zusammenziehen tut. Als nächstes werde ich den Nightshine Highlight von Glacier benutzen und den habe ich erst vor einem Monat oder so entdeckt und seitdem ist das Highlight hier oder der Highlight hier mein absoluter Favorite Highlight ever. Und ich zeige euch auch warum, denn das Produkt hier ist echt der Hammer. Ich zeige es euch mal. Guck dir das mal an. Ein ganz kleines bisschen auf die Nase, nur so ein ganz kleines wenig. Dann so ein bisschen hier und da über meine Augenbraue. So extra Glanz schadet ja nie, ne? Als nächstes und letztes kommen die Lippen dran. Und da ich leider nichts in der lila Familie als Lippenstift besitzen tue, werde ich von Buxom The Baba Boom Getting Warmer Lippenstift benutzen. Und diesen hier tue ich immer benutzen, wenn ich nicht weiß, was ich benutzen soll. Und ja. Ich vergesse immer wieder, wie schön diese Farbe eigentlich ist von diesem Lippenstift. Also mein Make-up ist fertig. Danke dir so sehr fürs Zugucken und danke dir so sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, mein Deutsch war nicht allzu sehr erbärmlich. Und ja, ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen, tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!